Geschichte von Taxi Joe. Und jetzt bin ich gerade in Bangkok. Wir sind noch im Hotel, in der Hotellobby. Und jetzt gleich werden wir abgeholt von Joe, unserem Taxifahrer. In dieser Geschichte lernst du etwas über Verkaufen, Verkaufspsychologie. Du lernst etwas über, ja, wie du deine Leidenschaft findest. Die meisten suchen ja nach ihrer Leidenschaft und da lernst du in dieser Geschichte was Spannendes drüber. Also, bleib dran. So, jetzt sind wir bei Joe im Taxi und er hat uns am Hotel abgeholt. Und was kannst du lernen? Wir sind vor 2 Tagen hier in Bangkok Taxi gefahren und der Taxifahrer war sehr sympathisch, war sehr freundlich, hat das Gespräch gesucht. Erstens, er hat das Gespräch gesucht. Er war freundlich, sympathisch. Er hat natürlich die klassischen Fragen gestellt, wo kommt er her, was macht ihr und so weiter. Ja, hat sich für uns interessiert. Dann hat er uns ein Angebot gemacht. Hier, so. Private Tour, wirst am Hotel abgeholt und dann kannst du dir die Attraktionen selber aussuchen. Irgendwie Elefanten gucken oder Affen gucken oder Tempel oder auf diesen Markt mit den Booten. Und da fahren wir jetzt hin. Das ist dieser Floating Market. Ja, hat uns das gegeben, hat gesagt, guckt euch das an, ihr könnt euch aussuchen, was ihr haben wollt, kannst Anzüge shoppen oder Juwelen. Hier, welcome to Floating Markets. So, und dann haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, ja, ist interessant, kennen wir noch nicht. Also wir waren schon mal in Bangkok und ich glaube, wir haben das komplette Touri-Programm auch schon durch. Aber da waren wir noch nicht. Floating Market waren wir noch nicht. Ja, und Jesse hat dann gesagt, gib uns mal deine Karte. Und dann hat er eine Karte beschrieben mit seinen Telefonnummern. Und dann haben wir die Karte mitgenommen. Okay, also sympathisch. Man nennt das Rapport aufbauen. Ja? Gemeinsamkeiten. Er hat ein Angebot gemacht, hat uns genau erklärt, wie das Angebot funktioniert, was es kostet. Also, meine Frau hat natürlich direkt erstmal Kaufsignale gegeben. Ne? Wie weit ist das weg? Wie weit fahren wir? Erstes Kaufsignal. Dann, was kostet das? Zweites Kaufsignal. Ja? Und er ist auch dran geblieben. Er ist dran geblieben. Aber das passte jetzt an dem Tag nicht. Es war abends und wir hatten einen Termin, wo wir hin wollten. Und dann Karte mitgenommen. Jetzt 2 Tage später, wir haben gestern schon drüber gesprochen, aber 2 Tage später war klar, das machen wir. Wir haben jetzt Zeit, es ist Sonntagmorgen und komm, das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt zu diesem Markt hin, Floating Boat Market. Also Joe angerufen und jetzt ist Joe da. So, was kannst du lernen? Was kannst du lernen? Und jetzt Achtung. Erstens, wie verkauft man? Verkaufspsychologie, was kannst du lernen? Beziehung hergestellt, Sympathie, Interesse für den anderen, alles gemacht. Sein Angebot platziert, die Vorteile für den Kunden rausgearbeitet, wunderbar. Was er nicht gemacht hat, ist, er hat nicht abgeschlossen bei den Kaufsignalen. Also das hätte er durchaus machen können. Er hätte ja direkt den Termin fixieren können. Hätte er sagen können, hey, okay, wenn es heute nicht funktioniert, dann vielleicht morgen oder übermorgen wollen wir es direkt fixieren. Dann hole ich euch ab. Das hat er nicht gemacht. Also das wäre durchaus eine Option gewesen. Ob wir die dann eingegangen wären, weiß ich nicht, aber das wäre eine Option gewesen. Dann die Karte. Er hat uns die Karte gegeben. Was kannst du wieder lernen? Also, Kaufsignale wahrnehmen, abschließen. Und dann ist der große Unterschied, der Unterschied zwischen einem Durchschnittsverkäufer und einem Profi, ist nachher auch das Nachfassen. Bleibst du dran? Und er ist mehr oder weniger dran geblieben, weil er die Karte abgegeben hat. Mehr konnte er nicht machen. Er hätte natürlich fragen können, hey, kann ich eure Handynummer haben? Dann schreibe ich euch. Ihr könnt mir direkt schreiben, was auch. Wäre auch gegangen. Ja? Also, was kannst du lernen?
Der Verkaufsprozess ist in anderen Bereichen nicht anders. Wenn du einen Business-to-Business-Termin hast, gibt es auch Smalltalk, du baust eine Beziehungsebene auf, du interessierst dich für dein Gegenüber. Das ist genau gleich. So, dann zweite Learning. Jetzt kommt das zweite Learning. Da sitzt du im Taxi und dann holt er das Ding raus. Und dann denkst du, oh, Touri-Falle. Touri-Falle. Und dann nerven die immer. Jeder will dir irgendwas verkaufen. Ah, furchtbar. Geht's dir so? Ja, hast du das Gefühl, dass du denkst, jeder will dir was verkaufen? So eine Scheiße. Hast du das Gefühl? Dann änder was in deinem Mindset. Änder was hier. Änder was hier. Du willst mehr Erfolg im Vertrieb haben? Dann ändere erstmal deine Einstellung. Denn du kannst an glauben oder nicht, aber was du raussendest in die Welt, das kommt zurück. Es gibt die Geschichte mit dem Tempel in Tibet. Oben auf dem Berg, ganz hoher Berg, da gibt es einen Tempel. Der Tempel der 1000 Spiegel. Und ein Hund läuft den ganzen Berg hoch, geht in den Tempel rein, ganz vorsichtig, hat aber Angst. Und knurrt und fletscht die Zähne. Und was passiert? 1000 andere Hunde knurren ihn an und fletschen die Zähne. Und er bleibt einen Moment da drin, dann läuft er so schnell er kann den Berg wieder runter und sagt, das ist furchtbar, dieser Tempel, weil alle sind böse, 1000 andere Hunde, die alle aggressiv sind. Ein anderer Hund läuft den Berg hoch, in den Tempel rein und sieht einen Hund, der genauso aussieht wie er. 1000 Hunde, die genauso aussehen wie er. Und er freut sich. Er freut sich, er wedelt mit dem Schwanz und er freut sich total. Und die anderen 1000 Hunde freuen sich auch. Und er feiert diesen Tempel. Und er kommt wieder zurück und sagt, hey Leute, dieser Tempel ist der Wahnsinn. 1000 freundliche, sympathische Hunde, die sich alle über mich gefreut haben. Also, diese Geschichte ist ein schönes Bild dafür, was du rausschickst, das kriegst du zurück. Und gerade beim Verkauf, ich habe in einem Seminar mal einen Typen gehabt, das war jetzt nicht sehr wertschätzend, aber das war für mich in dem Moment auch ein Typ, der mir erzählt hat, wenn mich einer privat anruft, da lege ich sofort auf. Wenn einer anruft und sagt, ja, hier ist eine Umfrage oder der will irgendwas verkaufen oder von der Versicherung, ich lege sofort auf. Ich verabschiede mich gar nicht, ich rede gar nicht mit denen. Und dann haben wir in diesem Trainingsprojekt, das war ein firmeninternes Trainingsprojekt vor vielen, vielen Jahren, dann haben wir dort live telefoniert, 2 Tage. Und weißt du was? Bei keinem anderen Teilnehmer haben die Leute, die wir angerufen haben, aufgelegt. Nur bei ihm. Ihm ist das 2-mal in 2 Tagen passiert, dass die Leute gehört haben und klick. So, was du rausschickst, kriegst du zurück. Und was du von Joe und dieser Situation lernen kannst, ist, wenn du selber genervt bist von diesen Verkäufertypen im Taxi, am Flughafen, im Hotel, dann strahlst du das aus auf deine Kunden. Und deine Kunden sind auch von dir genervt. Du strahlst es aus. Also das eine ist die Verkaufspsychologie, die Verkaufstechnik. Die ist aber nur ein kleiner Teil der Miete. Ein viel größerer Teil ist, was strahlst du aus? Mit welchem Mindset bist du unterwegs? Bitte nutze es als Gelegenheit. Ich war mit meinem Handy beschäftigt und meine Frau hat die ganze Zeit das Gespräch geführt, aber ich habe die ganze Zeit zugehört und beobachtet, was machen die da? Und ich schaue dann, was gibt es für ein Muster, was macht der da genau, was kann ich von dem lernen? Nutz jede Gelegenheit, um aus der Gelegenheit zu lernen und verurteile diese Menschen nicht. Du bist einer von denen, du bist auch ein Verkäufer. Vielleicht machst du B2B, vielleicht machst du deine Geschäfte im Anzug mit Krawatte. Mag sein, aber du bist auch ein Verkäufer.
Was du rausschickst, kommst du zurück. So, und jetzt habe ich ja gesagt, jetzt kannst du noch was lernen zu deiner Leidenschaft. Wie findest du deinen Purpose? Wie findest du deine Leidenschaft? Es gibt dazu ungefähr 10 Übungen. Eine Übung hat viel mit dieser Geschichte hier zu tun. Diese eine Übung ist, was machst du unbewusst? Was beobachtest du unbewusst, was deine Leidenschaft ist? Meine Leidenschaft ist Verkauf. Ich kann nicht einfach durch die Gegend laufen. Ich sitze jetzt hier im Taxi und beobachte diesen Prozess. Ich gehe jetzt auf den Markt und beobachte den Prozess. Es ist in mir drin. Das ist das, was mich interessiert. Das ist meine Leidenschaft. Das kann man nicht abstellen. Und wenn du etwas suchst, was dich erfüllt beruflich, dann achte doch mal darauf, was machst du immer unbewusst? Was beobachten deine Freunde an dir? Keine Ahnung, beobachtest du andere Menschen, wie sie zum Beispiel sitzen? Ob sie gerade sitzen oder krumm sitzen? Wie sie eine Kiste hochheben? Ist das zum Beispiel etwas? Oder beobachtest du andere Menschen, was sie essen? Oder wie sie Sport machen? Beobachtest du, was auch immer? Irgendetwas gibt es, was dich total interessiert. Und das ist ein Hinweis auf deinen Purpose, auf deine Leidenschaft. Finde einen Beruf, der damit zu tun hat. Konfuzius hat gesagt, finde einen Beruf, den du liebst, und du musst nicht einen Tag in deinem Leben arbeiten. Das stimmt so natürlich nicht ganz, ne? Es gibt immer Dinge in jedem Beruf, die nicht so doll sind, die dich nerven. Aber ich sag mal, 80% des Berufes muss schon geil sein. Und das hat viel mit deiner Leidenschaft zu tun, mit deinem Purpose zu tun. Und das ist eine Übung. Eine von etwa 10 Übungen, wie findest du deine Leidenschaft? Nämlich, was machst du unbewusst? Worauf achtest du, was anderen schon auffällt? So, das sind die 3 Punkte. Der Verkaufsprozess, dein Mindset als Verkäufer, und das dritte ist der Tipp, wie findest du deine Leidenschaft? So, schon mal um vorzubeugen, was sind denn die anderen 9 Punkte, wie ich meine Leidenschaft finde? Gibt es nicht gratis, gibt es in meinem Seminar Entscheidung Erfolg. Da machen wir die. Ansonsten, wenn du Lust hast, noch ein bisschen zu sehen, was jetzt passiert auf dem Markt und wie das hier weitergeht in Thailand, dann kannst du jetzt weiterschauen. Ansonsten, contentmäßig sind wir jetzt durch. Also, wenn du mehr davon haben willst, schreib es mir in die Kommentare. Wenn du sagst, hey, so eine Mischung aus Vlog und Content finde ich gut, oder mehr Vlogs, sag Bescheid. So. Und jetzt genießen wir die Fahrt mit Joe. Ich habe noch eine Geschichte vergessen hier. Joe hat uns noch das Handy gezeigt mit seiner Family. Can you show us the picture of your family? You showed us 2 days ago. So, ja, das ist geil. This is... Oh, so beautiful. Now country go. So, das hat er nämlich auch noch gemacht, ne? Also Rapport herstellen, Sympathie, Interesse. Er hat uns die Family gezeigt. Mega, mega sympathisch, oder? Also, das war's. Und jetzt gibt's Touri-Programm. Schon cool, oder? So.
einzelnen Gott respektive Göttin eine Spende zukommen lassen und dann gehen deine Wünsche in Erfüllung. Vielleicht. Möglicherweise. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können und aktiviere die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Bolt.